If you've been with us the last few weeks, you'll know we're following through the Gospel of Mark. Wenn ihr da wart die letzten paar Wochen, so wisst ihr, dass wir im Markus-Evangelium jetzt sind. Last week we began in Mark chapter 5. Letzte Woche begannen wir im Markus Kapitel 5. And, well, you get to listen to me every week. Nun, ihr könnt jede Woche mir zuhören. And you know that sometimes I get a little technical in what I'm talking about. Und ihr wisst, manchmal bin ich ein bisschen technisch mit dem, was ich sage. And because of that, I felt I just wanted to sort of go over some ground that we've been over already. Und wegen dem, da dachte ich mir, dass wir noch ein paar Wiederholungen machen werden von dem, was wir uns schon angeschaut haben. We started a story a few weeks ago of 12 disciples and Jesus. Wir begannen die Geschichte vor ein paar Wochen mit den 12 Jüngern und Jesus. And they'd been ministering with Jesus in Capernaum. Und die haben mit Jesus zusammen gedient in Kapernaum. And it'd been a really busy day. There'd been hundreds of people pressing on Jesus. Und es war ein sehr beschäftigter Tag. Hunderte von Leuten wollten Jesus nahe kommen. And as the evening comes, Und während der Abend kommt, Jesus says to the guys, let's get in the boat, let's go to the other side. so hat Jesus den Jüngern dann gesagt, steigen wir ins Boot und fahren wir auf die andere Seite. So to put yourself in the place of one of those disciples. So versetze dich so in diese Situation von einem dieser Jünger. They've seen Jesus doing miracles in healing and delivering people. Sie haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie er geheilt hat, Menschen freisetzte. They've heard his teaching, the gospel of the kingdom. Sie hörten seine Lehre, so das Evangelium vom Reich Gottes. They've seen the confrontations with the Pharisees and the Jews from Jerusalem. Sie haben auch die Konfrontation gesehen zwischen den Pharisäern und den Juden aus Jerusalem. And it's been a busy time. So, es war eine sehr beschäftigte Zeit. So great, we can get into the boat and go somewhere quiet. So großartig. Wir können ins Boot steigen und irgendwo hinfahren, wo es dann ruhig wird. And already it's getting dark. Und es wird bereits finster. But they get in the boat. So steigen sie ins Boot hinein. And, you know, we followed the story through, don't we? This terrific storm blows up. Und wir hörten ja das schon. Dann kommt dieser gewaltige Sturm hervor, oder dieses Gewitter. Now, you know, you might think sunny day out on the lake. Und ihr denkt euch vielleicht so ein sonniger Tag draußen am See. No, it's dark. Nein, das war finster. It's now getting towards night time and they're struggling to make headway against the wind. Und so, es wird schon fast Nacht und sie kämpfen hier gegen den Wind an. What's Jesus doing? Was hat Jesus getan? Is he doing the Titanic bit up in the front? Hat er so diese Sache gemacht wie bei der Titanic, der vorne, ganz vorne gestanden ist? No, he's in the back asleep. Nein, er war hinten, er hat geschlafen. And they don't want to disturb him to begin with, but these waves, they're getting bigger, they can't handle it, they're not making any progress. Und sie wollen ihn nicht stören, aber diese Wellen werden noch größer und sie kommen überhaupt nicht mehr vorwärts. And finally they wake him up. You know, the boat is full of water by this time. Und endlich können sie ihn aufwecken und das Boot ist schon voller Wasser zu diesem Zeitpunkt. And if you read the stories in the Gospels together, they say, Jesus, don't you care? We are dying. Und so, wenn man diese Evangeliumsgeschichten so zusammenstellt, dann heißt das eigentlich, Jesus, kümmert dich nicht, wir kommen um, wir sterben. You ever felt like crying out to God like that? Don't you care what I'm doing? What's happening to me? Hast du dich so mal gefühlt, wo du zu Gott geschrien hast, kümmert dich nicht, wie es mir geht, was los ist? And Jesus stands up and he speaks to the wind and the waves. Und Jesus, der steht auf und dann spricht er zu dem Wind und den Wellen. Can you imagine this? This is darkness. You know, there's not electric lights out in the middle of the Lake of Galilee. Könnt ihr euch vorstellen, es war total finster, es gibt keine elektrischen Lichter da mitten am Galiläischen Meer. They're out of sight of the lights on the land, if there are any. So, es gibt keine Sicht mehr zum Land, wo es Lichter gab, ob es irgendwelche gab, das weiß man nicht. And then Jesus speaks the words. Und dann spricht Jesus diese Worte. Peace, calm. Friede, sei still. And then he rebukes the disciples for their lack of faith.
Und dann weist er die Jünger zurecht, weil sie einen kleinen Glauben hatten oder einen Mangel an Glauben. Now maybe by this time, there's a little light on the horizon as the dawn starts to come. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt gibt es so ein kleines Licht schon am Horizont, so während die Morgendämmerung schon anbricht. And as they beach the boat, Und während sie mit dem Boot dann anlegen am Strand, what happens? was passiert? It's not full daylight yet. Es ist noch nicht volles Tageslicht. A couple of guys run towards them to meet them. Ein paar Männer, die laufen ihnen entgegen, um sie zu treffen. A couple of demon-possessed guys. Ein paar dämonisch besessene Leute. What started out as this quiet boat trip for a bit of peace So was so angefangen hat, dass diese ruhige Bootsfahrt, dass man ein bisschen Frieden haben kann, a bit of time together with Jesus, ein bisschen Zeit zusammen haben kann mit Jesus. ends up being this rolling nightmare Und das wird dann zu diesem Albtraum through the storm. durch diesen Sturm. Just avoided drowning. Also wo sie kurz vorm Ertrinken waren. And what greets you when you reach firm ground? Und was begrüßt dich, wenn du auf festem Boden stehst? A couple of lunatics, Ein paar Verrückte, naked. nackt. They're living out in the cemetery and they're running out of the cemetery. So, sie wohnen dort beim Friedhof, sie laufen vom Friedhof heraus. And what does Jesus do? Was tut Jesus? Well, first of all, he commands these demons to leave these men. Zuallererst befiehlt er diesen Dämonen, dass sie diese Männer verlassen. And they don't go. Und sie gehen nicht weg. They answer him back instead. Sie antworten ihm dann zurück. They say, what have we got to do with you? What have you got to do with us? Sie fragen ihn, was haben wir mit dir zu tun oder was hast du mit uns zu tun? And Jesus says to one of them, so what's your name? So Jesus fragt dann einen von denen, wie ist dein Name? And the answer is, there's so many of us, you can't number us. We're legion. Antwort daher kommt dann, es gibt so viele von uns, die kann man nicht zählen, wir heißen Legion. Okay, you're still a disciple. Okay, du bist noch immer ein Jünger. What's your thought process through all of what you're observing here? Was ist so dein Gedankenprozess von allem, was du hier beobachtest? Then you see Jesus, you use the command, go into the pigs. Und dann sieht man, wie Jesus diesen Dämonen gebietet, dass sie herausfahren sollen und in die Schweine fahren sollen. And the pigs go over the cliff. Und die Schweine stürzen sich über den Abhang hinunter. And by this time, all the people who live round about are turning up. Und zu diesem Zeitpunkt, die ganzen Leute, die dort gewohnt haben, in der Nähe, sind auf einmal hier aufgetaucht. And they're saying to Jesus, go, we need you to leave this place. Und sie sagen dann Jesus oder bitten ihn, geh weg, du musst diesen Ort hier verlassen. So they go back into the ship. So steigen sie wieder ins Schiff. And what's your thought process as you come back to Capernaum? So was ist so dein Gedankenprozess, wo du zurückkommst nach Kapernaum? After all that we've been through last night, we just want to be back home. Nach dem, was wir alles erlebt haben, letzte Nacht, wir wollen einfach wieder zu Hause sein. Just a bit more normality. Wir brauchen etwas Normales wieder. I'm thinking some of the disciples are thinking, did we dream that? Und wahrscheinlich manche haben sich gedacht, haben wir das gerade geträumt? Did I fall asleep in the boat and just have this nightmare? Bin ich im Boot eingeschlafen und hatte ich diesen Albtraum? Because I got in the boat and went to sleep and now I'm waking up and the boat's coming back home. Weil ich stieg ins Boot und bin eingeschlafen und dann wache ich auf und das Boot ist jetzt wieder zu Hause. But at least we're coming home. Aber zumindest sind wir wieder nach Hause gekommen. So we can pick up the narrative there. So können wir hier die Geschichte weiter aufnehmen. And look at verse 21. Und wir schauen uns den Vers 21 an. Jesus passed over again by ship to the other side. Much people were gathered to him, and he was near to the sea. So Markus Kapitel 5, Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. I've looked at this in a couple of different translations. Ich schaute mir das in ein paar verschiedenen Übersetzungen an. And the people who translate the scripture don't
emphasize very much. Und die Leute, die die Schrift übersetzen, die betonen oft nicht sehr viel. You know, where it says here, much people gathered about him. Und was hier heißt, dass eine große Volksmenge sich bei ihm versammelte, Yeah. The Greek has so much more emphasis on the size of the crowd. im Griechischen gibt es viel mehr Betonung über diese Größe von dieser Volksmenge. Later on, Mark actually uses a word that's used for a wine press, where you're squeezing the wine out of the grapes. Später verwendet der Markus so wie eine Weinpresse, beschreibt er das, also wo so der Saft aus den Trauben herausgequetscht wird. Literally, the people pressed up against Jesus. Also wörtlich, die Leute, die drückten sich da so ganz nahe zu Jesus. So there was no let up here. There was no easing off. So war es noch keine Erleichterung hier. From leaving Capernaum with the crowd, they go and they deal with the demon-possessed men. So sie gehen weg von Kapernaum, von dieser Volksmenge, dann kümmern sie sich um diese dämonisch besessenen Männer. And now as soon as they're back, it's back to the press again. Und sobald sie zurückkehren, sind sie wieder in dieser Presse drin. And we're going to look at the story of the remainder of this chapter. Und wir werden uns die Geschichte anschauen, was noch übrig ist von diesem Kapitel. And we're going to see two people in particular. Und wir werden sehen zwei Leute, ganz besonders. The first one we meet, Mark says, behold, verse 22, behold, it's like, pay attention here. One of the rulers of the synagogue is coming. Und hier lesen wir in Vers 22, und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge. His name's Jairus. Und sein Name ist Jairus. And when Jairus sees Jesus, he falls at his feet. Und als Jairus Jesus erblickt, da wirft er sich zu seinen Füßen. This is a demonstration of submission and almost worship. Und da möchte er seine Unterordnung und auch die Anbetung hier zeigen. Worship means to put something before you. Anbetung heißt etwas oder jemanden vor dich zu stellen. Where you make that thing, whether it's a person or what, the most important thing of the moment. Wo du diese Sache oder die Person zum Allerwichtigsten machst zu diesem Zeitpunkt. And that's what Jairus did with Jesus. Und das hat Jairus mit Jesus getan. Now Jairus was a man of standing. He was a ruler in the synagogue. Nun, der Jairus war auch sehr angesehen, weil er war ja ein Oberster von einer Synagoge. Okay. One of the elders of the local church, if you like. Nun, einer der Ältesten von der örtlichen Gemeinde, wenn du es so haben möchtest. He would have been aware of the conflict between Jesus and the theologians from Jerusalem. Ihm war wahrscheinlich auch so dieser Konflikt bewusst zwischen Jesus und den Theologen aus Jerusalem. That would have undermined his situation here. You know, he was representing the theology of the time. Und das hätte auch seine Situation hier unterwandert, weil er hat ja so die Theologen von dieser Zeit auch irgendwie dargestellt. But he come to a place where his circumstances were so dramatic or drastic. Aber er kam hier zu einer Situation, wo sein Umstand so dramatisch war oder so ernsthaft, That up to now his theology didn't meet with his circumstances. und bis jetzt seine Theologie haben seine Umstände nicht seinen Umständen nicht helfen können. So he came to Jesus. So kommt er zu Jesus. Just a little aside, I remember an occasion, probably 35, 40 years ago. Nur so an der Seite, ich erinnere mich an einen Vorfall, so 35 oder 40 Jahre lang ist das schon her. The pastor of our church added to his income by doing odd jobs, maintenance jobs, like a housemeister. So der Pastor von unserer Gemeinde, der hat so einen Nebenjob angenommen, so eine Art als Hausmeister. And
there was a brethren church in town, Und da gab es eine Brüdergemeinde in der Stadt. and they needed some redecoration done. Und da musste so etwas getan werden in der Gemeinde. Sie wollten Dekoration neu machen. So they asked the pastor of our church if he would like to do the painting. So fragten sie den Pastor von unserer Gemeinde, ob er da gerne das ausmalen würde. Probably thinking it was better to employ a heretic Christian than a non-Christian. Sie dachten sich vielleicht, es ist besser, wenn man so einen Irrlehrer-Christen einstellt, wie einen, der überhaupt keiner ist. So our pastor was doing work at the brethren church, So unser Pastor hat gearbeitet bei dieser Brüdergemeinde. and he got talking to one of the leaders of the church. Und er konnte da zu einem von diesen Leitern von der Gemeinde dort sprechen. That was an elderly man. Es war ein älterer Mann. And he said to our pastor, he said, I would have done this decoration myself, but my back is so painful now, I can't even lift a paintbrush. Und so hat er eben meinem Pastor gesagt, ich hätte diese Arbeit selbst gemacht, aber mein Rücken, der macht mir solche Probleme, kann nicht mal einen Pinsel aufheben. And so our pastor said to him, well, would you mind if I laid hands on you and prayed for you? Und so unser Pastor hat ihn dann gefragt, würde es dir was ausmachen, wenn ich dir die Hände auflege und für dich bete? Well, what happened was our pastor anointed him with oil, laid hands on him and prayed for him. Nun, was passiert ist, unser Pastor, der hat ihn mit Öl gesalbt, die Hände auf ihn gelegt und gebetet. And he was healed, Und er wurde geheilt. which presented him with a difficulty. Und dann hatte er eine Schwierigkeit. When he went back and met with the other elders from the brethren church, Wo er dann zurückging und dann die anderen Ältesten traf von der Brüdergemeinde, he told them that he was thankful that they had prayed for him, so hat er ihnen gesagt, er war wohl dankbar, dass sie für ihn gebetet haben, but it was the pastor of Calvary Chapel that had come and anointed him and he'd been healed. aber es war der Pastor von Calvary Spittal, der hat ihn mit Öl gesalbt und gebetet, dann wurde er geheilt. And there was silence in the meeting. Und in diesem Treffen war Schweigen. Jairus came to Jesus So Jairus kam zu Jesus and pleaded with him, verse 23, besought him greatly and said, my daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she might be healed and might live. und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. The image he's giving is that his daughter is at that watershed between life and death. So das Bild, was er hier gibt, seine Tochter ist so auf der Schneide zwischen Leben und Tod. This man is desperate. Dieser Mann ist verzweifelt. Whatever his position, whatever his theology about Jesus, nothing has met his need. Was immer seine Stellung oder Theologie von Jesus, also nichts von dem, seiner Not musste begegnet werden. You could have asked him, well, do you believe that Jesus is the Son of God? So du hättest ihn fragen können, glaubst du, dass Jesus der Sohn von Gott ist? His theology would have said no, Seine Theologie hätte Nein gesagt. but his heart as a father said, I don't care. Aber sein Herz als ein Vater hätte gesagt, das ist mir egal. My daughter is dying. Meine Tochter, die stirbt. So Jesus went with him. So Jesus ging mit ihm mit. And again, this understatement, many people followed him and thronged him. Und wiederum diese Aussage, die irgendwie nicht so gut herauskommt, wo es heißt, eine große Menge folgte ihm nach und sie bedrängten ihn. Now, you can go to Capernaum today. Du kannst heute auch nach Kapernaum gehen. You can visit where the synagogue was. Du kannst dort auch diesen Ort besuchen, wo es die Synagoge gab. What you see there is a later synagogue, but you can see the size of the streets here. Also was man sehen kann, ist eine Synagoge, die später gebaut wurde, aber man kann so die Straßen sehen, also wie breit die sind. And with a lot of people, it would have just been a problem just making your way through the streets. Und mit vielen Leuten, also das wäre ein Problem gewesen, einfach so an der Straße da vorwärts zu kommen. You certainly couldn't keep social distancing.
Also du konntest gewiss keine sozialen Abstände einhalten. And we're introduced now to someone else, Und uns wird jetzt jemand anders vorgestellt. a certain woman. Eine gewisse Frau. We're not given her name, Ihr Name wird nicht erwähnt, but we know from what's written here that she had an issue of blood for 12 years. aber uns wird hier gesagt, was wir hier lesen im Vers 25, sie hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. This woman had got a medical issue So diese Frau hatte so ein medizinisches Problem. that wasn't one you could tell people about. Und das war nicht eines, was man den Leuten so herum erzählen konnte. The nature of the problem So was in der Natur vom Problem lag, excluded her from general Jewish society. hat sie ausgeschlossen von genereller jüdischen Gesellschaft. According to the law of Moses, Nach dem Gesetz von Mose she was unclean, war sie unrein. and even touching her would make another person unclean. Und auch wenn man sie berührt hat, dann war man selbst unrein. She had a medical problem that was awful to live with. Sie hatte ein medizinisches Problem und das war wirklich furchtbar, dass man damit leben musste. But it added this huge other dimension of social interaction. Aber das hat noch eine ganz andere Dimension hinzugefügt von sozialer Unterhaltung oder dass man miteinander etwas zu tun hatte. If she kept it secret, she could at least interact with people. Wenn sie es geheim halten konnte, dann konnte sie zumindest mit Leuten auch Austausch haben. But what shame was associated with this problem? Aber was für eine Schande da in Verbindung stand mit diesem Problem. And she'd lived with it for 12 Und years. sie hat 12 Jahre lang damit gelebt. Mark goes on to tell us that she'd suffered many things at the hands of many physicians. Und der Markus sagt uns dann weiter in Vers 26, sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten. She'd spent everything she had and wasn't no better, but actually grew worse. Und all ihr Gut ist damit aufgewendet worden, ohne dass ihr geholfen wäre, aber es war noch viel schlimmer mit ihr geworden. This problem was now dominating her life. So dieses Problem hat ihr ganzes Leben bestimmt. She'd tried everything. Sie hat alles ausprobiert. She'd spent all that she had, Sie hat alles verbraucht, was sie hatte. and it had not improved, it had got worse. Und es ist nicht besser geworden, sondern noch schlimmer. And there's a sense in which her and Jairus had similar problems. Und da gibt es so auch das Gespür, dass sie und der Jairus, die hatten ein ähnliches Problem. I can't say put yourself in her position, Ich kann nicht sagen, versetz dich in ihre Schuhe oder Stellung, but she had a secret sin. aber sie hatte eine geheime Sünde. A sin in the sense that it broke the law of Moses. Eine Sünde, so in diesem Sinn, dass es das Gesetz von Mose übertreten hat And she couldn't do anything about und it. sie konnte nichts dagegen tun. She was trapped in that life. Sie war so gefangen in diesem Leben. Making it public made it worse. Wenn sie es veröffentlicht hätte, wäre es noch schlimmer geworden. She lived with her own embarrassment. Sie lebte mit ihrer eigenen Schande. And what was the solution? Und was war die Lösung? Talking to your neighbour, Mit deinem Nachbarn zu reden confessing it to a priest, oder das einem Priester zu bekennen? you know, starting a demonstration outside the doctor's house. Oder dass man so eine Demonstration beginnt, so draußen vom Haus vom Doktor? None of those would have improved her situation at all. Nichts von dem hätte ihre Situation verbessert, überhaupt nicht. But verse 27, she heard of Jesus. Aber in Vers 27, sie hörte von Jesus. Earlier on, we'd heard of Jesus saying, everything that was in the dark will be brought into the light. Und früher hörten wir, wo Jesus gesagt hat, alles was im Finstern gemacht wird, wird ans Licht gebracht.
everything that is secret will be brought into the open. Alles, was geheim ist, wird auch veröffentlicht. This woman had a secret, a really major secret. Diese Frau hatte wirklich ein Geheimnis, ein riesiges Geheimnis. And didn't know what to do. Und sie wusste nicht, was sie tun sollte. She felt helpless. Sie fühlte sich hilflos. All of us have secrets. Alle von uns haben Geheimnisse. Some of them are not of our own making. Manche von denen, da sind nicht wir schuld dran. They're just part of our lives Das ist nur ein Teil von unserem Leben. that we have to deal with. Wir müssen damit fertig werden. Some of them are secrets that are our own choosing. Manche von denen sind Geheimnisse und da sind wir dran schuld. Bad choices that we've made. Schlimme oder schlechte Entscheidungen, die wir getroffen haben. But we keep them secret through pride, through embarrassment. Aber wir halten die geheim durch Stolz oder dass wir nicht beschämt werden. Maybe it's a sin that has got hold of us. Vielleicht ist es eine Sünde, die uns gefangen hält oder hat. And we try and overcome it, but it just grips us harder. Und wir versuchen, die zu überwinden, aber die hält uns dann noch fester. And we can't tell people about it Und wir können anderen nicht davon erzählen. because then we'd have no interaction with people because they would just shun us completely. Weil dann haben wir überhaupt keinen Austausch mehr mit den Leuten, die werden uns total stehen lassen. But this woman heard of Jesus. Aber diese Frau, die hörte von Jesus. And she was prepared to put everything else to one side Und sie war darauf vorbereitet, alles andere auf die Seite zu stellen. in order to get to touch him. Nur damit sie ihn berühren konnte. She had heard about him, Sie hat von ihm gehört and now she'd heard that he was in town, und jetzt hörte sie auch, dass er in der Stadt war. and she'd convinced herself, if I can just touch him, Und sie hat sich das eingeredet. Also wenn ich ihn nur berühren kann, I'll be made whole. dann werde ich geheilt. And you could have asked her about the theology, Und du hättest auch sie fragen können über die Theologie. and she would have given the same answer as Jairus. Und sie hätte wahrscheinlich dieselbe Antwort gegeben wie der Jairus. Right now, I don't care. Gerade jetzt ist mir das egal. I'm too desperate. Ich bin zu verzweifelt, If I can just touch him. wenn ich ihn nur berühren kann. And she pushed forward in the crowd Und so hat sie sich nach vorne gedrängt in dieser Volksmenge and touched his garment. und hat sein Gewand angerührt. And what we see there is her faith. Und was wir hier sehen können, das ist ihr Glaube. If I can just touch his clothes. Wenn ich nur seine Kleidung berühren kann. And straight away, Mark tells us, immediately the fountain of her blood was dried up. Her problem was healed and she knew it. Und so lesen wir dann, sogleich vertrocknete der Quelle ihres Blutes, sie war geheilt und sie wusste das. She had received a new life at that moment. Sie hatte ein neues Leben empfangen zu diesem Zeitpunkt. It wasn't about the physical healing, it was that I'm a whole woman again. I can interact with people, I can talk to people, I can get my life back. Es war nicht nur die körperliche Heilung, sondern sie konnte jetzt auch mit den Menschen wieder reden und Kontakt haben und alles war jetzt auf einmal in Ordnung. And Jesus, Und Jesus, he immediately knew that something had gone out of him. er wusste sofort, dass etwas von ihm ausgegangen war. And we're going to learn something here, and I'm not sure what it is we're going to learn. Und wir werden etwas lernen hier. Ich bin mir noch nicht so sicher, was es sein wird, aber etwas werden wir lernen. But he stops in the middle of the press. This is the whole idea. They're squeezing Jesus so hard. Also er hält da an in der Mitte von dieser Presse, weil sie drücken sie an Jesus so hart. You've ever been in one of those crowds where you feel if your feet leave the ground, I'm going to be moving with the crowd? Hast du dich schon jemals so gefühlt, in so einer Volksmenge zu sein? Also du fühlst dich so, dass die ganze Menge dich mitreißt, also dass du gar nicht mehr am Boden stehen kannst. And he said, "Who touched my clothes?" Und so fragt er, wer hat mein Gewand angerührt? And he gets a response from his disciples. Und so hat er jetzt eine Antwort von seinen Jüngern. And
it's difficult to put this in our colloquial, if you like, our common saying, but it's like, look at the crowd. What do you mean, who touched you? Was there anybody who didn't touch Jesus? Und so Fragen sehen, also wenn wir das so ans heutige übersetzen, und was meinst du damit? Jemand hat mich berührt. Ich denke, alle haben dich berührt. Jesus kind of ignored what they said and he looked around. So Jesus hat aber das ignoriert, was sie gesagt haben, und er schaute sich um. To see who had done it. Um zu sehen, wer das getan hat. What was the difference between hundreds of people touching Jesus and one woman touching Jesus? So was war der Unterschied zwischen den Hunderten von Leuten, die Jesus berührt hatten, und dieser einen Frau, die Jesus berührt hatte? Only one person touched Jesus in faith. Nur eine Person hat Jesus im Glauben berührt. Everybody touched him physically, but she touched him in faith. Alle haben ihn nur so körperlich berührt, aber sie hat ihn im Glauben berührt. And then the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him everything. Und dann Vers 33. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. What had been a terrible secret before So was ein schreckliches Geheimnis war zuvor, now didn't matter. war jetzt egal. She was happy to tell everybody Sie war froh, das allen zu erzählen, because he had given her a completely new life. weil er hatte ein total neues Leben gegeben. That is testimony. Das ist ein Zeugnis. You know, if you'd said to this woman, you know, a few minutes before, what is wrong with you? Wenn du dieser Frau gefragt hättest vor ein paar Minuten vorher, was ist los mit dir? Tell me about your medical issue. It'll help you just to speak about it freely. Erzähl mir über dein medizinisches Problem. Also es wird dir helfen, dass du einfach darüber redest. She would have said nothing. Sie hätte nichts gesagt. But now, Aber jetzt, Jesus answered her, verse 34, Daughter, your faith has made you whole. so Jesus antwortet hier in Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. I love that. Complete. Also das gefällt mir, so vollständig gemacht. Not just, you know, your medical issue's been healed, Also nicht nur dein medizinisches Problem wurde geheilt, but you've been made whole. aber du wurdest ganz gemacht. And he actually says here, go into peace. Und er sagt dir, geh hin im Frieden oder in den Frieden hinein. Enter into peace. So geh hinein in diesen Frieden Experience it. und erfahre das And be whole, be complete from what was plaguing you. und sei von deiner Plage gesund oder ganz gemacht. What a beautiful testimony this lady had. So was für ein wundervolles Zeugnis diese Frau hier hatte. And whatever your secret is this morning, Und was immer dein Geheimnis ist heute Morgen, whatever brings you into a point of stress because someone won't find out, was immer dich so in diesen Punkt von Stress bringt, wenn jemand das herausfinden würde, there is an answer. da gibt es eine Antwort. It isn't to try harder. Es ist nicht, dass man noch sich mehr anstrengt. It actually isn't to bring it out into the open and talk about it. Es ist auch nicht so, dass man das einfach in die Öffentlichkeit bringt und darüber redet. And I'm not saying that's necessarily a bad thing. Und ich sage nicht, dass es immer eine schlechte Sache But we're ist. talking about solutions, Aber wir sprechen über Lösungen hier. not making you feel better, Nicht, dass du dich dabei besser fühlst, but making you whole. aber dass du ganz oder gesund wirst. Reach out and touch Jesus. So streck dich aus und berühre Jesus. But touch him believing Und berühre ihn im Glauben, that he can make you whole. dass er dich wieder ganz machen kann. Jesus can ignore everybody pressing around him. So Jesus kann alle ignorieren, die sich um ihn herumdrücken. And everyone who was pressing around Jesus had issues. Und versteh das nicht falsch. Alle, die sich so um Jesus herumdrückten, die hatten auch Probleme. There was nobody around there who had a perfect life. Es gab niemanden dort, der ein perfektes Leben hatte.
But what it is focusing in, what we're learning from now, are people who are looking to Jesus. Aber was wir hier lernen, das sind Menschen, die auf Jesus schauen. Not just to fix things, not just to make them feel better, but to make them whole. Nicht nur, dass Dinge wieder so halbwegs in Ordnung sind, dass sie sich besser fühlen, sondern dass sie ganz gesund werden. And Jairus was the same. Und Jairus, der war gleich. It was Jairus' daughter that was dying. Es war die Tochter von Jairus, die im Sterben lag. But he knew that would leave a huge hole in his life. Aber er wusste, das würde ein riesiges Loch hinterlassen in seinem Leben. And why I particularly love this account Und warum ich ganz besonders diese Geschichte liebe, is Jairus wasn't talking about his son. ist, Jairus hat nicht über seinen Sohn gesprochen. This wasn't about, who's going to carry the family after me, who's going to take my inheritance. Also da ging es nicht darum, wer wird den Familiennamen weitertragen oder mein Erbe dann haben. This wasn't the cultural thing of, you want a firstborn son. Das war nicht so die kulturelle Sache, du möchtest einen erstgeborenen Sohn. This was about the love of a father to a daughter. Da ging es um die Liebe eines Vaters zu seiner Tochter. And the tenderness that went with that. Und so einfach, also wie zart das damit sich geht. And this woman who came to Jesus, Und diese Frau, die zu Jesus kam, he addressed her as daughter. er hat sie angesprochen hier als Tochter. She had suffered 12 years. Sie hat 12 Jahre lang gelitten. It's kind of interesting, we'll find out later that Jairus' daughter was 12 years old. Es ist sehr interessant, später finden wir dann heraus, dass die Tochter von Jairus auch 12 Jahre alt war. And I just kind of have a feeling that there's the same approach here. Und ich habe so irgendwie das Gespür, dass dieselbe Angehensweise hier, That this daughter who had the issue of blood had come to the end of her life. also diese Tochter, die so den Blutfluss hatte, die kam so ans Ende ihres Lebens. She had run out of hope. Sie hat die Hoffnung verloren. She tried everything, 12 years, Sie hat alles ausprobiert, 12 Jahre lang. and there was nothing else to try. Und sie konnte nichts mehr ausprobieren. And we see the love of a father Und wir sehen hier die Liebe eines Vaters to his daughter, gegenüber seiner Tochter. and she receives her life. Und sie bekommt ihr Leben zurück. And all this time, Jairus is saying, come. Und die ganze Zeit hier versucht Jairus zu sagen, komm. And then, while Jesus is still speaking to this woman, someone comes from Jairus' house and says, it's over. Und während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, es ist vorbei. Don't trouble the master any further. Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? And we're going to finish it there. Und wir werden hier abschließen. Well, I know that most of you know what happens, Nun, ich weiß, dass die meisten von euch wissen, was dann passiert. but we've got more to learn from that. Aber wir haben noch mehr daraus zu lernen. So hopefully you'll go away thinking, So hoffentlich gehst du von hier weg und du denkst nach. the secret things, Die geheimen Dinge, those things that cause us to die inside. diese Dinge, wo wir dann so auf die Seite gleiten That we don't want anybody else to find out about, und wo wir nicht wollen, dass jemand anders darüber erfährt. but they're plaguing us. Aber diese Dinge, die plagen uns. Jesus is here. Jesus ist hier. You just need to reach out and touch him, Du musst dich nur ausstrecken zu ihm und ihn berühren believing that he can make us whole. und glauben, dass er uns gesund machen kann. Let's pray. Lasst uns beten.